Hallo meine Freunde, hier seid ihr genau richtig, meinen neuesten Käsekuchen kennenzulernen. Das Besondere ist dabei auch, dass er auch gleichzeitig ein Apfelkuchen ist. Jawohl, ich kombiniere zwei der berühmtesten Kuchen in Deutschland miteinander und mache einen Käse-Apfelkuchen oder einen Apfelkäsekuchen. Wie ihr es haben wollt, das überlasse ich euch. Aber wir machen keinen Käsekuchen ohne Boden, sondern wir benötigen hier einen Boden und für diesen führe ich jetzt die Vorbereitung durch, indem ich zum Beispiel eine halbe Zitrone auspresse, Zucker mit Vanillezucker mische oder Mehl mit Backpulver. Gleich danach verwenden wir dann eine Rührschüssel, in die geben wir weiche Butter und diese Butter schlagen wir cremig auf. Gleich danach geben wir dann die Zuckermischung hinzu und rühren weiter kräftig durch. Nachdem wir jetzt dann ein Ei hinzugegeben haben und das kräftig durchgeschlagen haben, geben wir Mehl hinzu und kneten dann das Ganze durch. Zum Schluss nehmen wir dann die Hand dazu und formen daraus eine Kugel und stellen sie beiseite. Am besten vielleicht sogar in den Kühlschrank. Die Zeit nutzen wir, um zum Beispiel die Backform mit Backpapier auszukleiden und die Arbeitsfläche mit Mehl zu bemehlen. Ja, wir formen einen Boden und einen Rand und zuerst fangen wir mit dem Boden an und für diesen entnehmen wir 2/3 des Teiges und rollen den schön aus. Wenn dann der Teig die Form des Bodens erreicht hat, sprich den Durchmesser, dann lupfen wir ihn in die Backform hinein. Aus dem Rest des Teiges stellen wir dann den Rand her. Und schon können wir uns der Füllung zuwenden, indem wir zum Beispiel jetzt 200 Milliliter Sahne nehmen und die aufschlagen. Dazu nehme ich noch ein bisschen Puderzucker zur Hilfe. Meistens schlecke ich dann die Sahne von den Quirlen ab, ist ja klar. Es geht aber gleich weiter, indem wir zum Beispiel Vanillezucker mit Zucker vermischen und Eier in eine Schüssel geben. Die Eier, die schlagen wir schaumig auf. Danach geben wir die Zuckermischung hinzu und etwas später noch die Stärke. Alles wird kräftig durchgerührt. Nun kommen aber zwei Hauptdarsteller ins Spiel, und zwar Quark und Mascarpone. Die geben wir mit hinein und rühren wieder kräftig durch. Ja, wie schon gesagt, eine Zutat sind auch Äpfel. Und diese 3 Äpfel, die schälen wir jetzt, entkernen sie und raspeln sie fein, und zwar direkt dann in die Füllung hinein. Bevor wir das aber die Äpfel raspeln, geben wir sie dann die groben fertigen Stücke in eine Schüssel mit Zitronensaft hinein. Da wir die Äpfel in die Quarkmasse hineinraspeln, haben sie keine Zeit braun zu werden und somit sieht es nachher einfach viel besser aus. Keine braunen Äpfel. Die behalten dann ihre äpfeltypische Farbe. Natürlich gibt ihr dann den restlichen Zitronensaft, der sich noch in der einen Schüssel befindet, auch noch mit hinein. Und zum Schluss dann die Sahne und wir rühren das Ganze dann vorsichtig unter. Und somit ist jetzt diese Füllung fertig und wir können sie in die Springform hineingeben.
auf den Teig, auf den Mürbeteig drauf. Und wir haben natürlich schon lange den Ofen auf 220 Grad Ober- und Unterhitze vorgeheizt. Denn sobald die Füllung drin ist, geben wir den Kuchen in diesen vorgeheizten Ofen hinein. Aber nur für 10 Minuten, weil nach 10 Minuten schalten wir den Ofen auf 140 Grad runter und der Kuchen verbleibt nochmal für 90 Minuten in dem Ofen drin, bei 140 Grad. Nach der Backzeit holen wir aber den Kuchen jetzt nicht einfach raus, sondern wir öffnen die Ofentüre für einen Spalt weit und belassen den Käsekuchen nochmal für 30 Minuten im Ofen. Wenn der Kuchen jetzt sich abgekühlt hat, gebe ich ihn noch in den Kühlschrank hinein und dann wird er da schon richtig schön kühl. Aber nun ist es soweit, wir können uns ein schönes Stück abschneiden von diesem herrlich, super leckeren, außergewöhnlichen Käsekuchen, kombiniert mit Apfelkuchen. Den müsst ihr probieren. Ihr werdet es mögen, weil der Kuchen ist durch den Apfel so richtig schön saftig. Genau das habe ich mir immer bei einem Käsekuchen gewünscht, einen richtig saftigen Käsekuchen. Aber meine Lieben, wir sind wieder am Ende angekommen von dieser Folge und ich hoffe, es hat euch gefallen und ich freue mich, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Also ja, tschüss, bis zum nächsten Mal, bleibt gesund und bleibt am Ball.